Ich mache heute Samgak Kimbap, diese dreieckigen Reisdinger im Nori-Blatt. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie das schmeckt, probiert das auf jeden Fall mal aus, denn es geht super einfach. Annyeong 여러분, Jessie입니다. Dafür brauchen wir zuallererst natürlich Reis. In Deutschland haben wir dafür immer den Milchreis genommen. Der kommt eigentlich dem koreanischen Reis am allernächsten. Und den müsst ihr, glaube ich, nach der Wasserreismethode kochen oder eben in euren Reiskocher. Aber ich glaube nicht, dass jeder so einen zu Hause stehen hat. Ja, das ist ungefähr so ähnlich wie wenn ihr Milchreis kocht. Nur dass das Wasser eben komplett aufgebraucht sein muss. Und ganz wichtig dabei, nicht umrühren, sonst brennt es an. Wenn ihr das dann im Internet gefunden habt, weil wir haben das auch schon ganz lange nicht mehr im Topf gemacht, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie es ging. Dann kommen wir zur Füllung. Und zwar mache ich eine Thunfischfüllung, weil die am schnellsten und am einfachsten geht. Und zwar ist das einfach nur Mayo und Thunfisch. Und dann brauchen wir noch ein Förmchen. Das könnt ihr rein theoretisch auch mit der Hand formen, aber das braucht bestimmt auch einiges an Übung. Und die gibt es eigentlich schon bei Amazon oder irgendwo anders im Internet. Ich suche einfach mal einen Link raus, wie sowas bezeichnet wird, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Und mache es unten in die Videobeschreibung. Und dann braucht ihr natürlich noch Nori-Blätter. Und da könnt ihr jetzt entweder die ganz normalen nehmen oder ich nehme am liebsten die gerösteten und gesalzenen. Die schmecken mir einfach persönlich viel besser. Deswegen mache ich das jetzt mit denen. Die könnt ihr einfach einmal in der Mitte teilen, also wenn sie noch eingepackt sind. Und dann geht es weiter mit dem Reis. Den habe ich jetzt etwas abkühlen lassen. Wenn er zu heiß ist, löst sich das Nori-Blatt. Naja, dann ist es halt nicht mehr so knackig. Deswegen lasst den so ein bisschen abkühlen. Und falls ihr jetzt die Nori-Blätter nehmt, die ungesalzen sind und Koreaner ihren Reis ohne Salz kochen, solltet ihr dann hier noch ein bisschen Salz hinzufügen und vermischen und einfach mal kosten, wann es so ein bisschen nach Salz schmeckt. Das kann ich jetzt aber weglassen, weil ich nehme ja die gesalzenen Blätter. Und dann können wir auch schon anfangen, alles zusammenzufügen. Dafür nehme ich jetzt das halbe Blatt, setze das Dreieck einmal auf, so dass die Spitze gerade abschließt und füge da meinen Reis hinzu. Ach so, wir müssen natürlich noch den Thunfisch vermischen. Ich nehme da ganz gern den in Olivenöl. Nee, Quatsch. Ich nehme da ganz gern den in Sonnenblumenöl, aber ihr könnt natürlich auch den im eigenen Saft nehmen, ist ganz egal, je nach Vorliebe. Toll! Shit. So, drückt den ein bisschen aus, damit er nicht wässrig ist. Und dann kommt einfach noch die Mayonnaise dazu. Das kann ruhig ein bisschen mehr sein, sonst ist die Füllung dann so trocken. Aber ist natürlich auch nicht zu viel. Also da müsst ihr mal gucken, dass es so eine gute Mischung ergibt. Vielleicht so 50-50. Und dann gebt ihr das mit oben drauf. Macht da nicht zu wenig, also es kann ruhig bedeckt sein, sonst ist es wie gesagt sehr trocken. Und dann einfach nochmal Reis oben drauf. Wenn ihr die Hände ein bisschen nass macht, bleibt er dann auch nicht an euren Fingern kleben. Wer will, kann dann noch ein bisschen Sesam mit reinmachen. Ich habe hier gerade noch so ein halb volles Glas, deswegen mache ich das einfach noch mit oben drauf. Und dann presst ihr einfach alles zusammen, nicht zu fest, und löst euer Förmchen und wickelt das Ganze ein. Und fertig ist das Samgak Kimbap, also dreieckiges Kimbap. Die hier müsst ihr jetzt natürlich sofort essen, damit der Seetang, damit er halt noch knusprig bleibt. Und
Wenn ihr das jetzt allerdings zum Picknick oder irgendwo anders hin mitnehmen wollt, dann müsst ihr euch die kaufen, die nochmal extra in Folie eingewickelt sind, also jedes Blatt einzeln. Das kann ich euch auch nochmal unten mit in die Box reinpacken. Das hatte ich nämlich zuerst gekauft und da war gleich dieses Förmchen mit dabei. Und jetzt kann ich es halt einfach so noch für eigene Kreationen nutzen. Lecker. Und dazu könnt ihr jetzt einfach noch Lamian machen oder Ei oder Salat und euch dann euer Essen schmecken lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es gerne mal aus und schreibt mir vor allem auch unten in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Dann bis zum nächsten Video. Sag ich das überhaupt hier? Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und auch die nächsten Videos anschaut. Annyeong! Hoffentlich habe ich nichts zwischen Zähnen gehabt.